gibt über 80.000 englischsprachige Journals mit Peer Review und ungefähr 30.000 davon im Gebiet Medizin und Gesundheit. Angenommen, wir sind am Schreiben unseres Artikels, zum Beispiel eines systematischen Literaturreviews, wie wählen wir nun die passende Zeitschrift dafür aus? Ich habe mir also Dutzende von Videos zu diesem Thema angeschaut. Na, kleiner Scherz. Ich habe mir 2,5 Videos zu diesem Thema angeschaut, ein paar Blogartikel gelesen und zusammen mit meinen Erfahrungen folgende Auswahlkriterien zusammengestellt. Ziel und Zweck des Journals. Auf der Website meistens unter Aims and Scope zu finden. Der Zweck des Journals muss zum Inhalt eures Artikels passen. Und die Art des Artikels muss im Journal erwünscht sein. Zum Beispiel akzeptieren nicht alle Journals Reviews oder Case Reports. Nun kann ich entweder ein fachgebietsspezifisches Journal oder ein allgemeines Journal wählen. Wenn ich einen systematischen Literaturreview zum Abnehmen mit Akupunktur schreibe, dann kann ich entweder ein thematisches Journal wählen zu Komplementärmedizin oder zu Übergewicht oder ein allgemeines methodisches Journal, wie zum Beispiel eins für systematische Übersichtsarbeiten. Und wenn mein Thema nicht zum Journal passt, wird das Manuskript halt nicht angenommen. Logisch, oder? Qualität oder Ruf des Journals. Hier gibt es verschiedene Kriterien. Eines ist zum Beispiel der Impact Factor oder andere Rankings sowie der Site Score. Ein anderes Thema kann sein, ob das Journal Guidelines verwendet, ob ein transparenter Peer-Review-Prozess angewendet wird und so weiter. Wichtig ist hier, keine Raubzeitschrift, kein Predatory Journal zu erwischen, das macht sich nicht so gut auf dem Lebenslauf. Wie kann ich nun den Journal Impact Factor herausfinden? Einerseits über die Seite von Clarivate, andererseits ist er häufig auf der Website des Journals vermerkt. Was ich mir auch anschaue und ganz wichtig finde, ist die Indexierung. Ich möchte ja, dass mein Artikel später in verschiedenen Datenbanken gefunden wird. Hier achte ich zum Beispiel auf Medline, Embase, Scopus oder Web of Science. Open Access oder egal. Wenn ich ein Open Access Journal wähle, ist mein Artikel für alle frei zugänglich. Das heißt, es haben mehr Personen die Möglichkeit, meinen Artikel auch zu lesen. Manche Geldgeber, Stiftungen, Institutionen oder Universitäten fordern von ihren Forschenden, dass sie Open Access publizieren. Das kann allerdings dann auch schnell teuer werden. Bei manchen Verlagen kann man anhand von Journal Suggesters passende Journals suchen. Ich habe hier Springer, Elsevier und Wiley ausprobiert. Ich habe einen frei erfundenen Titel und Abstract eingegeben und geschaut, welche Journals mir vorgeschlagen werden. Einerseits zeigt es mir dann die Relevanz an, also welche Journals passen zu meinem Thema. Andererseits werden mir auch Dinge wie Bearbeitungszeit oder Akzeptanzrate angezeigt. Eine weitere Frage ist, welche Journals ich selber lese oder welche ich zitieren würde. Es macht sich ganz gut, wenn man das ausgewählte Journal, in dem man publizieren möchte, auch zitiert. Man kann natürlich immer noch nachträglich ein paar Referenzen aus der gewählten Zeitschrift einfügen. Aber eben, besser man wählt gleich ein Journal, das man sowieso auch liest. Noch etwas Kleines zum Schluss. Englisch wird wohl mehr gelesen als Deutsch oder andere Sprachen. Also wenn es irgendwie geht, den Artikel auf Englisch verfassen. Anhand der Kriterien erstelle ich mir nun eine Liste von passenden Journals. Dann wähle ich aus, bei welchem ich als erstes einreichen möchte. Und schreibe den Artikel gemäß den Richtlinien für Autorinnen. Ganz wichtig, immer nur bei einem Journal gleichzeitig einreichen. Nun wünsche ich euch viel Erfolg beim Publizieren und bis zum nächsten Video.